Heute zeige ich euch, wie ich klassische Rinderrouladen zubereite, so wie ich sie für meine Familie koche. Man kann Rouladen natürlich unterschiedlich füllen oder mit anderen Zutaten abwandeln. Heute bleiben wir bewusst bei der klassischen Basis, weil sie zuverlässig funktioniert und gut reproduzierbar ist. Ich gehe Schritt für Schritt vor und blende euch die einzelnen Schritte auch im Video ein, damit der Ablauf klar und nachvollziehbar bleibt. Schritt 1: Vorbereitung. Ich beginne immer mit der Vorbereitung. Ich schäle und wasche das gesamte Gemüse, bereite Zwiebeln, Karotten, Sellerie und Lauch vor und schneide alles so, dass später nichts mehr hektisch passieren muss. Die Gurken schneide ich jetzt schon zu, bei größeren Gurken längs geviertelt. Ziel ist, alles ist vorbereitet, bevor Hitze ins Spiel kommt. Schritt 2: Schmorgemüse schneiden. Jetzt schneide ich das Schmorgemüse. Die Zwiebeln teile ich direkt auf, feine Ringe für die Füllung und die Endstücke grob für den Schmorfond. Karotten, Sellerie und Knollensellerie schneide ich in gleichmäßige Stücke, etwa 1,5 cm groß. Diese Größe ist für mich ein guter Kompromiss. Groß genug für Röstaromen, klein genug, um später Geschmack abzugeben. Schritt 3: Fleisch vorbereiten. Jetzt kümmere ich mich um das Fleisch. Beim Fleisch achte ich immer darauf, mit separaten Schneidebrettern zu arbeiten. Ich verwende dafür farbige Kunststoffbretter, die sich gut reinigen lassen. Die Rouladen habe ich mir beim Metzger bereits relativ dünn schneiden lassen. Ich gleiche sie nur noch leicht aus, mit Frischhaltefolie und einem Topf. Nicht stark klopfen, nur planieren. Ich verwende für Rinderrouladen am liebsten Fleisch aus der Oberschale. Dieses Stück ist relativ mager, feinfasrig und eignet sich sehr gut für lange Schmorzeiten. Schritt 4: Würzen und füllen. Die Rouladen würze ich mit Salz und Pfeffer und bestreiche sie anschließend mit mittelscharfem Senf. Ich verwende bewusst keinen Dijon oder stark aromatisierten Senf, damit der Geschmack klassisch bleibt. Für die Füllung arbeite ich in dieser Reihenfolge. Zuerst Bacon, dann die Gurken im unteren Bereich und zum Schluss die feinen Zwiebelringe. Ich verwende hier gerne Gemüsezwiebeln, weil sie mild sind und gut schmelzen. Schritt 5: Rollen und fixieren. Jetzt rolle ich die Rouladen straff auf, schlage die Seiten leicht ein und fixiere sie mit Holzspießen. Wichtig ist mir hier Spannung. Das sorgt später für eine gleichmäßige Form und ein saftiges Ergebnis. Wenn alle Rouladen fertig sind, mache ich meinen Arbeitsplatz sauber und bereite mich auf den nächsten Schritt vor. Schritt 6: Anbraten. Zum Anbraten nehme ich einen schweren Topf mit dickem Boden und hohem Rand. Der Topf muss richtig heiß sein, bevor die Rouladen hineinkommen. Ich brate sie portionsweise an, immer nur so viele, wie Platz haben. Die Rouladen werden rundum angebraten, ungefähr von 4 Seiten, jeweils mit einer Vierteldrehung. Hier geht es um Farbe, und Farbe bedeutet Geschmack. Schritt 7: Schmorgemüse und Tomatenmark. Nachdem alle Rouladen angebraten sind, kommt das Schmorgemüse in den gleichen Topf. Ich lasse dem Gemüse Zeit, Röstaromen zu entwickeln. Erst dann gebe ich das Tomatenmark dazu und röste es kurz mit. Dadurch verliert das Tomatenmark seine Säure und bekommt eine leichte Süße. Schritt 8: Flüssigkeiten. Jetzt kommen die Flüssigkeiten dazu. Ich lösche zuerst mit Rotwein ab. Ich nehme einen trockenen Rotwein. Der Wein wird eingekocht, teilweise auch in 2 Schritten. Anschließend gieße ich mit Rinderbrühe auf. Man kann auch Wasser verwenden, aber Rinderbrühe gibt der Soße mehr Tiefe und Struktur. Schritt 9: Ofen. Die Rouladen kommen jetzt zusammen mit dem Fond in eine große Ofenform mit Deckel. Bei mir geht das Ganze bei 180 Grad für etwa 2 Stunden in den Ofen. Der Ofen sorgt für gleichmäßige Hitze und bringt Ruhe in den Garprozess. Schritt 10: Beilagen. Während die Rouladen im Ofen sind, kümmere ich mich um die Beilagen. Heute gibt es Salzkartoffeln, die ich klassisch in Salzwasser koche. Den Rotkohl habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Den verlinke ich euch unten. Schritt 11: Soße finalisieren. Zum Schluss passiere ich den Fond durch ein Sieb und lasse ihn noch etwas einkochen. Überschüssiges Fett entferne ich mit einer Fettkanne, ein sehr praktischer Küchenhelfer.
Die Soße schmecke ich ab und binde sie je nach Geschmack mit dunkler Mehlschwitze oder mit etwas Speisestärke. Finale und Abschluss. Jetzt ist alles fertig. Zarte Rinderrouladen, eine kräftige Soße und klassische Beilagen. Zu Rinderrouladen gibt es klassisch verschiedene Beilagen. Sehr typisch sind Rotkohl, Salzkartoffeln, Kartoffelklöße oder auch Spätzle. Heute zeige ich im Video die Salzkartoffeln. Den Rotkohl habe ich bereits in einem anderen Video ausführlich gemacht. Den verlinke ich euch unten. Welche Beilage man wählt, ist am Ende Geschmackssache und hängt auch davon ab, wie kräftig man die Soße servieren möchte. Reste lasse ich gerne in der Soße. Am nächsten oder übernächsten Tag schmecken Rinderrouladen oft sogar noch besser. Ich wünsche euch gutes Gelingen und guten Appetit. Wenn dir mein Video weiterhilft und du meine nächsten Gerichte nicht verpassen willst, gern abonnieren.